Willkommen. Heute möchte ich euch einmal zeigen, wie ihr dieses Mausrad repariert, wenn das irgendwie ruckeln oder haken sollte. Was ihr braucht, ist etwas WD-40 zum Beispiel als Gleitmittel, etwas Desinfektionsmittel, ein paar Wattestäbchen und die Maus selber natürlich. Ein Schraubenzieher ist auch nicht verkehrt. Als erstes macht ihr die Maus auf, dann zieht ihr hier diese Aufkleberlasche weg und darunter befindet sich eine kleine schwarze Schraube, die man gleich wahrscheinlich schlecht sehen kann. Deswegen sage ich euch, was ich mache. Die müsst ihr natürlich dann einmal rausdrehen mit dem Schraubenzieher. Bei anderen Mäusen ist das unter diesen Gleitpads, sage ich mal, verborgen. Dann müsst ihr die erstmal abmachen und da dann eben die Schrauben entfernen. Diese Maus, das wäre die M190 jetzt in dem Fall von Logitech, die hat nur eine Schraube. Gut, habt ihr das geschafft? Dann könnt ihr das Gehäuse der Maus mit einem Schraubenzieher oder ähnlichem einfach aufhebeln. So. Ich hatte erst so ein Plastiktool, das hat sich aber nicht als hilfreich erwiesen, da war der Schraubenzieher einfach sinnvoller. Gut, nun sehen wir das Innenleben der Maus. Einmal das Mainboard, dann das Mausrad, das wir ja reparieren möchten und natürlich auch den Sensor, mit dem das Mausrad dann eben erkennt, in welcher Position es steht. So, da zeige ich noch einmal drauf. Das hier wäre dieser Sensor, da müssen wir dran. So, wenn ihr das Mainboard da entfernt habt, dann könnt ihr einfach das Mausrad links rausziehen. Wenn ihr das vorher versucht, dann wird dieses kleine Plastikteil von der Maus da abbrechen. Gut, jetzt müssen wir wie gesagt hier an den Sensor dran. Das heißt, ihr nehmt am besten irgendwie einen kleinen Schraubenzieher, Schlitzschraubenzieher oder ähnliches und hebelt einmal hier diese Metallteile an der Seite auf. Ich habe das schon mal gemacht, deswegen ist das Ganze bei mir ein bisschen loser. Dann könnt ihr das Ganze runterklappen und danach müsst ihr noch einmal dieses kleine Metallplättchen hier entfernen und dann kommt ihr schon ans Innenleben des Sensors dran. Da zeige ich euch gleich einmal mehr. So sieht das Ganze aus. Wir sehen hier Metall, da Metall und dieses Metall kann verdrecken und das ist dann der Grund, warum dieses Mausrad nicht mehr wirklich funktioniert oder fehlerhaft funktioniert. Das müssen wir säubern. So, und zum Säubern brauchen wir zum Beispiel so ein Q-Pad oder sowas, das können wir nutzen. Dafür brauchen wir eben etwas alkoholische Lösung. Ihr könnt dafür Isopropanol nehmen. Ich habe zum Beispiel in diesem Fall einfach Nagellackentferner genommen. Und jetzt kommen wir auch zu dem Punkt, warum es in anderen Videos teilweise schwachsinnig ist, einfach, dass die euch sagen, ihr sollt ein bisschen WD-40 auf die Tasten sprühen. Das hier wären diese Tasten von der Maus. Die haben überhaupt nichts mit dem Mausrad zu tun und das bringt euch überhaupt gar nichts, sage ich mal, da irgendwie Öl oder irgendwas drauf zu schmieren. Das versaut einfach nur eure Maus und bringt den Leuten, die es gemacht haben, natürlich Klicks. Aber wenn ihr es wirklich reparieren wollt, dann müsst ihr halt an den Sensor vom Mausrad wirklich dran. So. Wie ich gerade gezeigt habe, ich habe Nagellackentferner genommen. Ihr könnt auch irgendwas anderes nehmen. Alkoholische Lösungen sind immer ganz gut, um das zu reinigen. Das könnt ihr dann so lange machen, wie ihr meint, bis das dann sauber genug ist. So, ich habe nochmal hier diesen Wattepad ein bisschen auseinandergezogen, damit die Kontaktfläche einfach ein bisschen größer ist und man auch besser in die Ecken da reinkommt. So, viel Dreck werdet ihr nicht feststellen, aber ein kleines bisschen reicht leider schon, dass das nicht mehr funktioniert. So, den anderen Teil, sage ich mal, vom Sensor kann man dann auch noch wunderbar einmal hier reinigen. Leider ist es aus dem Bild rausgegangen, aber ich mache genau das gleiche dort. Ich reinige einfach nur die Kontaktflächen von diesem Sensor. So, wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr die andere Seite vom Q-Pad benutzen und mit ein bisschen WD-40 oder irgendeiner anderen Gleitpaste, ihr könnt auch Vaseline nehmen oder so, völlig egal, einfach die Kontaktflächen wieder beschmieren, sodass ihr eine gute Gleitmöglichkeit habt. So. Das kommt da leider ziemlich rausgeschossen, sodass ich jetzt hier die Unterlage noch ein bisschen versaut habe. Genau. So. Auch das könnt ihr so lange machen, wie ihr möchtet, wie ihr meint, dass ihr dann alles gut getroffen habt. Wichtig ist, dass ihr dann hinterher, wenn ihr fertig seid, alles wieder zusammenbaut wie vorher. Den Sensor wieder hochklappt und die Metallteile wieder andrückt. Und das wäre es dann im Prinzip auch schon. Ich werde die letzten Schritte natürlich auch nochmal ein wenig kommentieren. Hier, oberer Teil vom Sensor wird wieder eingefügt. Da muss man eben aufpassen, dass der auch richtig sitzt dann. Dann die kleine Metallspange nicht vergessen, die wieder
an Ort und Stelle setzen und auch die kleinen Festhaltehäkchen da wieder ein bisschen eindrücken, damit das Ganze eben auch hält. So. Gut. Das Ganze hätten wir dann auch wieder zurückgedrückt in die Halterung, wie wir sehen. Im Prinzip reicht das schon, aber sinnvoller ist natürlich, wenn wir die Spangen, diese Metallspangen wieder zurückdrücken. So, das können wir zum Beispiel mit so einem kleinen Schraubenzieher machen. An allen Seiten mal ein bisschen wieder andrücken. Ja, leider geht es immer ein bisschen aus der Kamera raus. So. Gut. Dabei aufpassen, dass ihr natürlich nicht den Draht von der Batterie verbiegt, sonst habt ihr hinterher Probleme, die wieder reinzubekommen. Wenn ihr eine Zange habt, dann könnt ihr es natürlich auch mit der Zange machen, nur ich hatte jetzt leider gerade keine zur Hand. Deswegen habe ich das alles mit dem Schraubenzieher gemacht. Funktioniert aber genauso gut. Gut, Mausrad wieder einsetzen. Auch das können wir noch ein bisschen reinigen vorher, damit sich da auch kein Dreck festhaftet. So, dann wieder in die Plastikvorrichtung. Wie gesagt, das Ganze ist einfach nur reingesteckt. Das ist das Schöne. Das heißt, da könnt ihr ja nicht viel verkehrt machen. Auch hier, wir hatten natürlich noch eine Taste, um die Maus wieder ein- und auszuschalten. Die ist dann beim Öffnen des Cases dann rausgeflogen. Die auch wieder ganz einfach nur reinstecken, so wie sie vorher drin war. So, dann, wie gesagt, Mausrad wieder einsetzen mit der entsprechenden Platine. Na, die ist jetzt rausgerutscht. Wichtig ist immer erst das Mausrad rein und dann in die Halterung rein, denn bei dieser Maus ist es so, dass ansonsten eben das kleine Teil abbrechen würde. Gut. So. Wie ihr seht, leichter Druck reicht aus. So. Schraube wird wieder eingesetzt, Case wieder zusammengedrückt und dann sind wir fertig. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mir das gerne in den Kommentaren hinterlassen. So. Wichtig ist natürlich noch nichts mit Gewalt, alles sollte relativ leicht gehen. So. Zu empfehlen wäre auch immer ein magnetischer Schraubenzieher, denn diese Schrauben sind schon recht klein und sonst habt ihr dann ziemliche Fummelarbeit. Gut, Batterie wird wieder eingesetzt. Und das wär's.